Er ist so schwer. Wieso ist der so schwer? Katze sollte nicht. Man muss mal schauen. Jetzt machen wir eine Kamerafahrt mit der Katze. Der hört einfach nicht auf. Reden wir mal über das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Die Namen werden immer länger und ich würde das eigentlich gerne zeigen, weil das ist so der Moment, wo ich immer sage, so, das ist Samsung Galaxy 5G. Blablabla. Ist es aber nicht. Weil die Footage, die du gerade siehst, ist aufgenommen auf dem Samsung Galaxy S21 5G Ultra 5G. Dem Teil, das grosse. Wenn der Sound scheiße ist, das ist das Onboard-Mic von dieser Kamera. Wenn das Bild scheiße ist, das ist die Onboard-Kamera. Du siehst also wirklich, wer das Ding produziert. Jeder Shot, den du von dem Telefon siehst, ich habe nur eins davon, ist natürlich logischerweise aufgenommen für etwas anderem. Das ist Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Es ist riesig groß und hat einen riesig großen Namen. Und da wäre so der Take, den du erwarten wirst, aber da kommt jetzt so eine andere Kamera, darum schneiden wir es wieder retro. Erste Beobachtung von dem Telefon, es ist groß. Es ist nicht mehr besonders viel in der Schachtel rein. Samsung hat den Charger auch entfernt, weil sie gefunden haben, das iPhone macht ja so wohlgerichtet, machen sie es halt auch. Obwohl, sie haben Werbung gemacht und gesagt, haha, bei uns ist der Charger noch inklusive, ja bestimmt. Es ist nicht mehr besonders viel in der Kiste rein, darum Unboxings von dem Teil online. Wie viel macht ihr überhaupt noch? Sind hure langweilig, habe ich das Gefühl. Es gibt so Sachen, die mir am Design extrem gut gefallen. Es gibt so Sachen, die am Design extrem gut nicht gefallen. Also zum einen, was mir nicht gefällt, es gewackelt auf dem Tisch. Ist jetzt nicht das einzige Phone, das das macht, aber was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass der Kamerabuckel rundum gebogen ist. Und zwar ist es so, im Rahmen rein ist es quasi einfach ein Element, das weitergeht. Das finde ich extrem schön gelöst. Ich finde es mega spannend, es macht also den hässlichen Kamerabuckel ein bisschen weg. Aber was weniger schön ist, der Part oben dran, also wo der Kamerabuckel selber ist ein anderes Element wie der Rahmen selber. Es wäre okay, wenn es einfach die Lücke zwischen ihnen geht, das wäre okay gewesen, aber haben wir nicht, weil ja, sie müssen eine andere Textur drauf machen. Super, wieso? Wenn ihr schon ein einheitliches Element machen wollt, macht es doch richtig, bitte. Der Akku, dürftig. Okay, 5G frisst mehr Saft, der Exynos frisst mehr Saft, der wunderschöne 120 Hz Bildschirm frisst mehr Saft. Das merkst du. Also, du kannst, wenn du am Arbeiten bist, kannst du zuschauen, wie der Akku runtergeht. YouTube-Videos eine Viertelstunde, da kann es gut sein, dass mal 5% Akku weggehen. Das ist ein bisschen schade. Wenn wir uns veranschaulichen, jetzt haben wir in 4K 60 FPS aufgenommen, es ist 12% Akku weggegangen. Am Schluss des Tages geht es natürlich wie bei jedem anderen Phone auch um die Kamera, macht es tolle Selfies, keine Ahnung. Ich habe die Footage jetzt noch nicht gesichtet, ich gehe mal davon aus, dass es okay aussieht. Weil du kannst mit der Frontkamera 4K 60 FPS aufnehmen. Mit der hinteren Kamera kannst du bis zu 8K Video aufnehmen. Und YouTube kannst du darstellen, aber jetzt nicht in dem Video. Darum habe ich ein anderes Video gemacht, wo ich schnell den Büsi gefilmt habe. Und weil so ein Kameratest schwierig ist, habe ich mir Hilfe geholt. 5 Sekunden lang in 8K. Ja, er hat sich nicht so gefreut. Aber es sieht gut aus. Fotos kannst du bis zu 108 Megapixel machen. Es hat einen 100-fach Zoom drin. 100-fach Zoom. Letztes Jahr bist du ja angekündigt worden, ja, es ist bei schlechtem Wetter nicht gegangen. Heute dieses Jahr ist das Wetter noch schlechter, darum habe ich mich gar nicht mal vorausgetraut. Zudem habe ich noch gar keine Zeit gehabt, weil es wirklich erst auspackt. Hat wieder den Büsi anheben unter gutem Lichtverhältnis, ohne Interferenzen in der Luft rein, ohne Regen, ohne nichts. Das sieht so aus. Der 10-fach Zoom ist gut, kann man nicht viel sagen. 30-fach Zoom, okay, sagen wir es so. 100-fach Zoom ist, wenn du weißt, dass es eine Katzennase sein sollte, dann siehst du sie. Sonst ist es einfach nur Kabis. Aber muss gesagt werden, ist schon viel besser wie letztes Jahr. So ein paar Jahre und dann haben sie es auch. Aber wieso machen sie jetzt Werbung damit? Fotos kannst du bis zu 108 Megapixel aufnehmen. Da haben wir wieder den Büsi, den wir anheben. Und zwar ist das ein 108 Megapixel Bild. Ich habe es jetzt verkleinert. Wenn ich das jetzt im Original einfach einen Ausschnitt zeige, sieht das so aus. Und da siehst du, es hat recht ein Datenrauschen drin. Aber also, es sind easy, gute Bilder. Was aber ist, Samsung-Kameras im Allgemeinen machen sehr entsättigte Bilder. Und das ist auch bei dem nicht anders. Ja, so wie meine ersten Gedanken zu dem Telefon. Ich werde weiter damit experimentieren. Es ist ein extrem spannendes Phone, weil halt Samsung ist. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder so irgendetwas gibt es einen Kommentarspalt. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich verspreche dir nichts, aber ich werde mein Möglichstes tun, um sie zu beantworten. So, das ist jetzt von mir aus dem Homeoffice. Fertig.